dem Deich, unten liegt Badenfleet. Die haben ja alle lustige Namen. Ich fahre hier oben schön auf dem Deich. Da hinten ist schon wieder die Weser zu sehen. Und ihr dürft noch mal hier das Fleet euch da angucken. Jetzt bin auch ich unten in Badenfleet. Badenfleet. Hier kommt jetzt Warfleet. Das ist bestimmt der Bruder von diesem anderen Barnefleet oder Barfleet. Schild und wieder viel Lärm und zwei Kumpel. Komm mal her, Kumpel. Na, komm mal. Oh. Da drüben, ich weiß nicht, ob man das auf der GoPro sehen kann, liegt, wie ist Elsfleet? Genau, das war's. Elsfleet. Elsfleet. Aber für mich, ich weiß auch gar nicht, ob man mich hört, geht's hier weiter. Elsfleet. Und nun habe ich ein klitzekleines Problem. Scheibenkleister. Jo, dann fahren wir das Ganze mal wieder zurück. Bis nach Elsfleet, was so schön da hinten lag. Werde ich wohl mal durch den Ort fahren. Ei. Das muss man ja wissen. Dieser nette E-Bike-Fahrer hat mir gerade verraten, dass die Brücke, die meinen Weg doch versperrt, jede Stunde runtergeht. Also in 9 Minuten. Also wieder Retour und wieder einen neuen Freund gewonnen mit E-Bike. Mit so einem E-Bike? Super. Hätte man schon viel früher erfinden sollen. Sie sind zufrieden? Sehr zufrieden. Das ist schon mein zweites. Ich habe schon wieder seit März 4000 Kilometer gefahren. Bin jetzt in Pension. Ja. Pension. Und jetzt hätte ich sonst vor dem Fernseher gesessen. Irgendwann fahre ich auch E-Bike. Wenn ich das immer so höre, ein Unfall mit Fahrrad, E-Bike. Ja. Ja, Leute, erstmal ist es ein Pedelec und kein E-Bike. Ein E-Bike fährt 40 km/h, hat ein Nummernschild. Ja, das Pedelec, ja. Und die sind viel schneller. Und dieses fährt höchstens 25 km/h. Ja. Und ich fahre gerne 15 bis 20. Ich will ja ein bisschen was mitbekommen. Ja, ich auch. Ja? Also, was soll ich da Ich fahre so dann auch 25 so mit meinem Fahrrad. Und jetzt fahren wir hier einfach dran vorbei? Ja. Das ist ja toll. Fahrradfahrer, damit er keine Autos drauf hat. Die müssen sich melden, die müssen sich anmelden. Das ist ein Apparat. Aha, da melden wir uns mal an. Und da ist die Brücke, das Hindernis. Ja, es geht gleich runter, nach 2 Minuten.
wenn er nicht hier oben irgendwie sich hingelegt hat und Da wollen wir mal gucken. die Zeit verpennt. Wie sie lange Welle haben müssen. Also von vorne nach hinten eine Welle zur Schraube. Stimmt. Die wäre ja irrelang. Ja. Heute mit Strom wäre es ja kein Problem. Dann könnte die Welle ja über Strom laufen. Was ich mich bei Windschiffen frage, ist, wie kriegen die ihr Auto hinten drauf? Ein Kahn. Mit dem Kran? Ja, ja. Die fahren hier Elzig an, da ist ein Kahn oder Oldenburg oder Bremerhaven, wo sie alle herkommen. Weil viele haben ihren privaten PKW Ja, ja. da drauf und Die fahren mit dem Kahn. Also ja, das ist der Grund, weswegen Schiffe früher alle so gebaut wurden. Heute braucht man es nicht mehr. Heute sieht man ja auch manchmal das Ruderhaus in der Mitte. Oh, da kommt jetzt richtig groß. und dann können wir loslegen. Dann, wenn das rote Licht eigentlich weg ist, ne? Ja, dann legen wir los. Wollen wir es mal nach den Regeln halten. Ja, klar. So, dann sausen wir mal ab. So, jetzt überqueren wir die Hunde. Die Hunde. Noch Sightseeing-Tour dabei, der ist echt klasse. So, da kommt Brake. Ich fahre auf den Deich hier oben und Brake liegt unten wieder. Mensch, hier in Brake ist die Weser ja schon richtig breit. Mittagszeit in Brake. Es gibt eine doppelte Pommes mit Mayo und dann läuft der Motor auch wieder. Na, wenn das nicht mal gut aussieht. Jetzt gibt es noch mal richtig schönen Tritt in den Hintern. Gegenwind vom Allerfeinsten. Ah. Nee, nee, nee. Moin. Wir sind wieder im Moinland, Hollandia. Moin. 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 Die Karawane zieht weiter. Tschüss Rodenkirchen, war schön mit dir. Weiter geht's nach Nordenham. Dieser Gegenwind ist die Hölle. Der macht dich einfach echt alle. Ich roll gerade in Nordenham ein. Hallo Nordenham. Nach langer Zeit sehe ich auch die Weser mal wieder. Ich fliege hier einfach weg. Bremerhaven. Jawohl. Ja, die Strecke ist richtig scheiße hier an der Straße. Ich rolle jetzt auch in Blaxen ein. Von da fährt die Fähre auch. Beziehungsweise da fährt die Fähre nach Bremerhaven rüber. Da steht sie übrigens schon. Jo, dann geht es auch schon los. So, willkommen in meinem kleinen Reich hier in Bremerhaven.
das ist mal schick. Schick, schick, schick. Klein, aber richtig fein. Wow. Das gefällt mir. So, jetzt duschen, aber vorher noch das Feierabendbier. Ja, Sieg, angekommen in Bremerhaven. Da lasse ich jetzt den Abend ausklingen und dann geht es am Morgen leider schon zurück nach Hause. Das waren jetzt 4 Tage, knapp 500 Kilometer. Hat Riesenspaß gemacht. Nur draußen im November keine gute Idee. 2 Nächte habe ich durchgehalten und dann 2 Hotels. Aber so ging es auch. Man sieht sich. Wahrscheinlich morgen. Prost. Weil ich jetzt 4 Tage so fleißig war, habe ich mir noch eine Pizza ins Hotel bestellt. Die werde ich jetzt eben wegschreddern und dann melde ich mich morgen früh. So, gute Nacht für heute. Aloha Gemeinde, guten Morgen. Ja, es ist der 5. Tag, mein Rückreisetag. Es ist 7:30 Uhr, ich war schon frühstücken. Mein Zug geht um 9:30 Uhr. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen abgammeln und dann mein Rad packen und dann zum Bahnhof fahren. Ja, wird heute nicht sehr spektakulär. Ist eigentlich den ganzen Tag Zug fahren, weil ich muss ja zurück nach Hanmünden. Da steht nämlich das Auto. Ich mache euch mal ein paar schöne Bilder zwischendurch. Ja, das war das Hotel für die Nacht. Von außen, sagen wir es mal, echt nicht schön, aber innen alles modern und richtig geil. Kann ich jedem nur empfehlen. Sollte ich nochmal in Bremerhaven sein, auf jeden Fall gehe ich hier wieder hin. Ja, ich bin soweit fertig. Jetzt geht's zum Bahnhof. Wir sind bereit. Der Bahnhof von Bremerhaven. Da gehen wir jetzt mal rein. Jo, da stehen wir jetzt. Bremerhaven. Bahnhof. Schade, die Tour ist vorbei. So Gemeinde, hier in Hanmünden ist jetzt wirklich Schluss. Ich stehe an meinem Spaßmobil, das Fahrrad ist gepackt, es geht nach Hause. Ich sage euch danke fürs Zusehen, danke fürs wieder mit dabei sein. Lasst bitte ein Abo da, Daumen nach oben, wird mir sehr helfen und viele, viele Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ob wir gleich mal nachher... Da würde ich mal sagen, herzlich willkommen in Parga. Ach, leck mich am Ärmel, ey. So, hier rolle ich jetzt in Lauenförde ein. Mittagspause in was weiß ich. Jetzt gibt es erstmal eine Pommels. Eine Pommels. Ja, alter Schwede. Ja, moin Leute aus Bremen. Hinter mir seht ihr noch mein Hotel. Dieses werde ich jetzt verlassen und werde mich auf den Weg... Hier. Dieses Handy macht mich so verrückt mit dem scheiß Bimmeln immer. Jetzt hier nur ein Stück von Höxter, weil da geht es nämlich in diese Richtung, aber ich muss hier lang. Also da ich keine Sightseeing-Tour hier mache, Städte-Sightseeing, dann... aber es muss doch auch immer dieses scheiß Handy einen Ton geben. Leck mich doch am Ärmel, ey. Wen es interessiert, wo ich jetzt bin, ey, das geht mir so auf den Nuss mit dem Scheiß. Mann, 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 Mann. Und dann kommen hier wieder Leute, als wäre es hier am Volksfest. Sürwürden. Das ist die... Keine Ahnung, was das ist.
Ja, gewonnen. Super. Es ist jetzt 7:15. Darauf würde ich mal sagen,